Hallo, wir sind die Piranhas und wir haben euch ja gesagt, dass wir auf diesem Wege euch auch informieren über aktuelle Vorkommnisse und Zeugs, was so passiert. Ne? Und deswegen gibt's heute ein Special. Ja, ein Piranha Becken TV Special mit Jenny und Björn, zwei Piranhas, die hier euch erklären, was jetzt Kapelle ist. Ne? Und zwar geht's hier um Piranha Bytes von THQ Nordic erworben. Da ist eine Pressemitteilung rausgegangen und die werden wir jetzt mal durchgehen. Und Jenny fängt mal an, die erste Zeile zu lesen. Was steht denn da? Piranha Bytes von THQ Nordic erworben. Ja. Damit fangen wir mal an. So, okay. Aber der zweite Satz. Weiter geht's mit Ruhrpottschnauze trifft Wiener Schmäh oder Hömmer, bist du bekloppt oder wat? Trifft auf Euder, bist deppert? Genau. Das heißt, wir tun uns mit den Österreichern zusammen. Genau. So. Ja? Zweite Zeile. Piranha Bytes wird eine 100%ige Tochtergesellschaft der THQ Nordic GmbH in Wien, Österreich. Genau. Auch soweit so klar, ne? Alle Piranha Bytes Meisterwerke, Gothic, Risen und Elex sind nun Teil des THQ Nordic Group Portfolios. Genau. Wir sind jetzt Family Member. Genau. Ne? Also hier, THQ Family Member steht sogar drauf jetzt. Ne? So. THQ Nordic gibt hiermit bekannt, dass der Erwerb des Piranha Bytes Teams als auch Marke sowie an der Gothic IP erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Rechte an Risen und Elex wurden ebenso erworben. Ja, das heißt, die THQ Nordic Company AB, glaube ich, heißt die irgendwie, ne? Ich habe das ganze Fach Chinesisch auch nicht so drauf. Genau. Hat jetzt die Rechte erworben. So, dann gibt's einen Spruch von John F. Kennedy von 1961. Den überspringen wir mal. Soll ein bisschen Stimmung machen so. Und soll ich mal vorher weiterlesen oder? Wie du möchtest. Ja, gut, genau. Also da steht dann, auch wenn die Aussagen wie die folgende nicht im Kontext einer Pressemitteilung verwendet werden sollten, machen wir es trotzdem, da wir es nicht ungesagt lassen möchten. Da steht, wir alle bei THQ Nordic heißen jedes einzelne Mitglied des Piranha Bytes Teams herzlich bei uns im Kreise der Familie willkommen. In der Vergangenheit konnten wir zusammen bereits viele unvergessliche Momente teilen. Diverse Messen, amüsante Karaoke-Abende, ja, die waren super, Weihnachts- und Sommerfeste, Tränen als talentbefreite Karaoke-Sänger die Bühne betraten und Schweiß, Batman-Cosplay auf der Gamescom 2018, haben wir ja mal gemacht, hatten wir euch ja auch mal hier mal gezeigt. Ne? All dies wird auch fortan jedoch in offizieller Kapazität weiter bestehen. Ne? Die neu gegründete Gesellschaft Piranha Bytes GmbH wird eine 100%ige Tochter der THQ Nordic GmbH in Wien, Österreich. Wie bereits in der Vergangenheit wird sich das Team voll und ganz auf die Erschaffung von einzigartigen und bemerkenswerten Rollenspielen konzentrieren mit absoluter schöpferischer Gestaltungsfreiheit, während sich THQ Nordic GmbH als Publisher um die Distribution, die Vermarktung und um allgemeinen Support kümmern wird. Das Closing der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der relevanten Gremien seitens Piranha Bytes. Ja, das sind Formalien. Ne? So, ich werde hier zitiert, ne, dann irgendwie, dass es Situationen im Leben gibt, in denen man sich sagt, das fühlt sich richtig an, die kann ich ja jetzt mal direkt kommentieren. Ja, alles fing an mit Nordic Games, als wir mit Elex gepitcht haben, ne, bei denen. Und das zeichnete sich auch schon ziemlich früh ab, dass die Zusammenarbeit mit den Jungs aus Wien richtig gut gelaufen ist. Ne? Wir haben, glaube ich, über 2 Jahre lang Elex promoted, ne? Das heißt also, wir sind, ich glaube, auf 3 Gamescoms gewesen tatsächlich mit Elex. Das war sehr, sehr lange. So, und das heißt also, warum haben wir das gemacht? Weil wir dieses neue Setting, weil wir sind ja aus dem Fantasy-Bereich, ja, gekommen und wollten dann irgendwie was Neues machen und das wollten wir den Leuten halt beibringen. So, ne? Wollten wir ein bisschen erklären und denen erzählen. Und Nordic Games und später dann THQ Nordic hat uns dabei immer begleitet. Viele Jahre, kann man jetzt sagen, so. Und im Endeffekt gestaltete sich das als sehr erfolgreiches Projekt. Elex war ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt. Und ja. Ja, und dann ist irgendwer auf die Idee gekommen, lass uns das doch weiter so machen. Lass uns das weiter so machen, ne? Und dann auch offiziell. Und jetzt sind wir Family Member. So ist es. Viele fragen uns, ja, war das jetzt ein Notverkauf oder so? Ne? Hattet ihr denn Not? Nö.
Wir haben einfach nur Bock drauf. Ne? Wir haben das Gefühl, es macht Sinn, ja, dass wir das mit denen zusammen jetzt machen. Und so sind wir dann sozusagen einfach zur Familie. Gehören wir jetzt. Genau. Gefühlt war das eigentlich schon vorher so. Ja. Ne? Ja. Und jetzt ist es halt auch offiziell so. So würde ich das sagen. Ja. Ja, die haben freundlicherweise auch so einen Community-Sektor mit eingebaut. Ja, ist auch so eine Sache, ne? So ein FAQ-Ding zu der Pressemitteilung ist unüblich, habe ich mir sagen lassen, ja. Weil die halt irgendwie da drauf standen, das auch irgendwie auch gleich zu klären und so weiter. Und das hat auch uns sehr geholfen bei der Kommunikation. Macht Sinn, weil das sind die häufigsten Fragen, die auch tatsächlich da draußen gestellt werden, die vielleicht auch ihr habt. Ja. Insofern tun wir das jetzt dabei. Also Frage Nummer 1, wird es personelle Veränderungen bei Piranha Bytes geben? Und die Antwort ist nein. Wir bleiben so, wie wir sind. Ja, wir sind Piranha Bytes und wir wollen unsere Spiele weitermachen. Wir haben uns gut aufgestellt für das nächste Projekt. Ja, und wir sind auch mitten in der Produktionsphase schon im neuen Projekt und jeder hat seine Aufgabe hier und daran wird nichts geändert. Der Michael Rüwe bleibt Geschäftsführer, der Björn Pankratz, meine Wenigkeit, bleibt Projektleiter und alle anderen Positionen sind auch genauso weiterhin besetzt wie bisher. Genau. Ja, in dem Zusammenhang wird Piranha Bytes den Standort wechseln und jetzt nach Wien umziehen. Nein. Wir sind Ruhrpott-Yogis. Wir gehören hier in den Ruhrpott und wir wollen auch hier bleiben. Und wir haben auch hier so ein Mehrfamilienhaus. Das ist ja schon auch was Besonderes, habe ich mir sagen lassen, dass andere Teams halt anders untergebracht sind. Wir stehen halt auf dieses familiäre, in zu kleinen Büros zu viele Leute reinquetschen. Da stehen wir drauf und das wird so bleiben, ja. Ja, man muss sich das auch so vorstellen, dass die Leute, die hier arbeiten, alle im Umkreis wohnen. Ja. Ja, die einen, die kommen irgendwie Richtung Köln, die anderen, die kommen irgendwie Richtung Norden, Gladbeck oder was. Die nächsten kommen aus Dortmund, Unna und Ecke und die meisten kommen irgendwie aus Essen. Und die finden das auch alle gut so. Und ich finde den Ruhrpott auch gut so. Schönerweise steht hier in der Pressemitteilung, nein, was im Ruhrpott passiert, bleibt auch im Ruhrpott. Richtig. Finde ich sehr treffend. Das ist treffend, ja. Haben die übrigens formuliert, ne? Also diese Pressemitteilung ist von THQ Nordic gemacht worden. Ich finde die sehr schön. Deswegen lesen wir die vor. Trifft den Nagel auf den Kopf, ja. Ne, sagt man so. Genau. Ja. Dann wird es ein Elex 2 geben, steht hier noch. Und dann steht da als Antwort, semi-offizielles Statement, ratet mal. Also wir sind jetzt mitten in der Implementationsphase. Und bis das fertig ist, das Spiel, das dauert noch ein bisschen. Und genauso müsst ihr auch noch ein bisschen auf das nächste Announcement warten. Das heißt, dass wir dann auch über das aktuelle Projekt überhaupt sprechen können. Korrekt. Ja. Wird es Remakes von Gothic oder Risen geben? Ja, was passiert jetzt mit den Marken? Da können wir uns momentan zum heutigen Zeitpunkt überhaupt nichts zu sagen. Genau. Ja. Ja. Und was machen wir jetzt? Ja, wir machen jetzt weiter. Wir arbeiten jetzt weiter an unserem aktuellen Projekt und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche, also montags immer, mit unserem Piranha Becken TV hier auf diesem Kanal, Piranha Bytes. Und ja, wir hoffen, ihr seid bald wieder dabei. Genau. Und in die Neugierigen unter euch, ja, diese Pressemitteilung ist natürlich von THQ Nordic und uns veröffentlicht werden auf den offiziellen Kanälen. Könnt ihr das auch finden und nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet. Und damit verabschieden wir uns ins Wochenende. Ja, alles klar. Dann wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und eine tolle Zeit und macht's gut. Bis dann. Bisschen alte Frische. Tschüss. Wo ist denn jetzt die Kamera? Also wenn ich so gucke, gucke ich mich da. Ich glaube da. Da. Da? Ja, oder da? Dran. Jetzt sehe ich es sogar. Wenn ich so mache, sehe ich es ja sogar. Wenn ich so mache, ist alles. Du siehst die Kamera? Ja, das ist so ein runder Fleck.